Bei diesem heißen und schwülen Wetter will man nicht backen, aber wir brauchen eine Erfrischung. Ich habe hier noch Orangenzesten. Die sind schon ein bisschen abgelaufen, aber geschmacklich noch top. Das habe ich ja schon getestet. Die sind jetzt von Surplus. Ich verlinke euch unten in der Beschreibung auch noch mal eben alles. Und davon gebe ich noch mal eben 2 Teelöffel hier in so ein sauberes Bügelglas. Und dann habe ich hier noch mehr Reste, selbstgemachter fermentierter Sirup, in dem Fall Geschmack Nektarine. Auch der kommt noch mit hinzu. Und dann seit einer Woche ist da hier noch so ein Kombucha im Kühlschrank gewesen. Der ist ohne Scoby, den habe ich woanders zwischengelagert und dachte mir: „Mensch, ich habe keine Lust zu backen, aber ein Erfrischungsgetränk, das wäre jetzt genau das Richtige." Alternativ zum Kombucha könnt ihr natürlich auch Hefewasser oder Wasserkefir verwenden. Und wichtig ist, dass ihr dann beim Druck aufpasst. Also das Ganze bleibt jetzt bei 8 Stunden Zimmertemperatur stehen. Bei Wasserkefir, Kombucha und Hefewasser bildet sich dann ja Kohlensäure, daher immer mal zwischendurch den Druck ablassen. Und später dann, wenn ihr das Ganze dann im Kühlschrank lagert, sobald das fertig fermentiert ist, dann das hier genau so machen und nicht so fest verschließen, wie ich das jetzt gemacht habe. Da besteht tatsächlich Explosionsgefahr. Alternativ gibt's sonst auch noch Bügelflaschen wie die von IKEA, die funktionieren auch ganz gut. Da passiert das nicht, weil da kann der Druck abgelassen werden, nicht bei den Bügelflaschen. Das hier bleibt aber jetzt erstmal bei Zimmertemperatur für circa 8 Stunden und sieht dann so aus. Und dadurch, dass der Kombucha jetzt schon eine Woche im Kühlschrank gestanden ist, hat er nicht mehr ganz so viel Druck. Das kann euch aber bei Wasserkefir vor allem anders passieren. Deswegen achtet da wirklich eben drauf. Ansonsten frisch gekühlt mit ein paar Eiswürfeln, so lecker. Was macht ihr?